Hallo zusammen, heute möchte ich die Hauptvorteile von Anleihen hervorheben. Während viele Anleger nur auf Aktien setzen, bieten Anleihen entscheidende Vorteile, die Stabilität und Planbarkeit in jedes Portfolio bringen. Schauen wir uns die 8 wichtigsten Vorteile an. Vorteil 1. Der erste und vielleicht offensichtlichste Vorteil: Zinszahlungen zu festen Terminen. Wenn du eine Anleihe kaufst, weißt du genau, wann und wie viel Zinsen du erhalten wirst. Anders als bei Dividenden, die gekürzt oder ganz gestrichen werden können, sind die Coupons bei Anleihen vertraglich festgelegt. Zudem senkt eine ausgezahlte Dividende den Aktienkurs. Anleihen behalten den Wert bei, da der Zins aus dem Cashflow des Unternehmens gezahlt wird. Beispiel: Eine 10-jährige Bundesanleihe mit 3% Coupon zahlt dir jährlich exakt 3% des Nennwerts, unabhängig von Konjunktur oder Unternehmenserfolg. Diese Planbarkeit ist Gold wert, besonders für Rentner oder Anleger, die auf regelmäßige Einnahmen angewiesen sind. Vorteil 2: Anleihen stehen in der Kapitalstruktur über Aktien. Das bedeutet, im Insolvenzfall werden Anleihegläubiger vor Aktionären bedient. Die Volatilität von Anleihen ist typischerweise deutlich geringer als bei Aktien. Während Aktienkurse um 20-30% oder mehr schwanken können, bewegen sich Anleihekurse meist moderater. Staatsanleihen entwickelter Länder gelten sogar als nahezu risikofrei. Für konservative Anleger ist dieser Sicherheitsaspekt entscheidend. Vorteil 3: Ein fundamentaler Grundsatz lautet: Nicht alle Eier in einen Korb legen. Anleihen korrelieren oft negativ oder nur schwach mit Aktien. Das bedeutet, wenn die Börse crasht, steigen Anleihen häufig im Wert. In der Finanzkrise 2008 verloren Aktien massiv, während sichere Staatsanleihen zulegten. Ein klassisches 60-zu-40 Portfolio, also 60% Aktien und 40% Anleihen, hat historisch gesehen eine deutlich stabilere Rendite als ein reines Aktienportfolio. Der Anleger schläft einfach ruhiger, wenn sein Portfolio nicht bei jedem Börsengewitter abstürzt. Vorteil 4: Bei Anleihen bekommst du am Ende dein Geld zurück, egal ob der Kurs zwischenzeitlich schwankt oder nicht. Wenn du die Anleihe bis zur Fälligkeit hältst, erhältst du den vollen Nennwert zurück. Bei einer Aktie gibt es die Garantie nicht. Sie kann dauerhaft an Wert verlieren oder sogar wertlos werden. Dieser Kapitalerhalt macht Anleihen besonders für Anleger mit einem festen Zeithorizont attraktiv. Etwa wenn jemand in 10 Jahren ein Haus kaufen oder in Rente gehen möchte. Vorteil Nummer 5: Während Inflation für Anleihen problematisch sein kann, sind sie der ideale Schutz gegen Deflation. Was bedeutet das konkret? Deflation heißt, die Preise fallen, dein Geld wird mehr wert. Wenn du eine Anleihe mit 3% Coupon hast und die Preise um 2% fallen, profitierst du doppelt. Ein praktisches Beispiel: Du kaufst heute mit 100 € einen Einkaufskorb. Bei 2% Deflation kostet derselbe Korb in einem Jahr nur noch 98 €. Deine 100 € Kapital sind jetzt real 2% Mehrwert, plus die 3 € Zinsen, die du obendrauf bekommst. Deine reale Rendite liegt also bei etwa 5%. Gleichzeitig leiden in Deflationsphasen Unternehmen massiv. Umsätze schrumpfen, Schulden werden relativ teurer, Gewinne brechen ein und damit auch Aktienkurse. Deine Anleihe zahlt dir aber weiterhin die festen 3%, deren Kaufkraft kontinuierlich steigt. Japan in den 1990er und 2000er Jahren ist das Lehrbuchbeispiel dafür. Während die Wirtschaft stagnierte und Aktien crashten, waren japanische Staatsanleihen eines der wenigen profitablen Investments. Vorteil 6: Zinserträge werden in Deutschland pauschal mit 25% Abgeltungssteuer besteuert. Aber der Sparerpauschbetrag mindert diese Steuerbelastung stark. In Deutschland liegt dieser Betrag bei insgesamt 2.000 € für Ehepaare im Jahr 2025. Das heißt, legt ein Ehepaar 40.000 € zu 5% Zinsen an, so erhält es 2.000 € Zinsen komplett steuerfrei auf das gemeinsame Konto ausgezahlt. Vorteil Nummer 7: Anleihen sind hochliquide. Besonders Staatsanleihen und große Unternehmensanleihen können jederzeit an der Börse verkauft werden. Anders als bei Immobilien kommst du schnell an dein Geld, wenn du es brauchst. Diese Liquidität schafft finanzielle Flexibilität. Du kannst auf Marktchancen reagieren, Umschichtungen vornehmen oder einfach dein Geld entnehmen, wenn unerwartete Ausgaben anstehen, ohne monatelang auf einen Käufer zu warten. Vorteil 8: Der Anleihenmarkt ist riesig und es lassen sich immer Anleihen finden mit hohen Zinsen und auch hohen Renditen. Zahlt eine Anleihe 7% Zinsen und ist ihr Nennwert bei 90%, so erhöht sich zum einen der relative Zinssatz und zum anderen die Rendite, weil die Rückzahlung immer zu 100% erfolgt. Erfahrene Anleger können so hohe Renditen über viele Jahre planen, was bei volatilen Aktien sehr schwierig ist. Dazu kann man sich zum Beispiel den Aktienkurs der Daimler AG über die letzten 20 Jahre anschauen. Sehr volatil, kaum Steigung. Auch bei Immobilien sind hohe Renditen schwer erreichbar, wenn man die heutigen Preise bedenkt.
Hinzu kommen Kaufnebenkosten, Instandhaltungskosten, Leerstand, niedrige Mieten, Hausverwaltungskosten, Versicherungen, hohe Steuern und vieles mehr. Nicht zu unterschätzen ist auch der Arbeitsaufwand, der mit dem Kauf verbunden ist. Fazit: Zusammengefasst bieten Anleihen planbare Erträge, geringeres Risiko, Diversifikation, Kapitalerhalt, Deflationsschutz, steuerliche Vorteile und hohe Liquidität. Sie sind vielleicht nicht so populär wie Aktien, bilden aber das stabile Fundament eines soliden Portfolios. Und mit dem richtigen Wissen können Renditen erzielt werden, die viele Aktien übertreffen.